Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch ein Tuch mit diesem Muster. Ist ein recht einfaches Muster. So schaut das aus. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Wir beginnen mit einem Fadenring. Dazu gehe ich mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den Haken komplett um, halte hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Und diese Luftmasche verwende ich dann als Fadenring. Jetzt häkle ich 6 Luftmaschen. Und in die erste Luftmasche, wir häkeln hier die Büschelmaschen aus 3 Zweifachstäbchen und am Anfang häkle ich 2 Stäbchen. Also einen Umschlag, den zweiten Umschlag, in den Fadenring steche ich ein, hole den Faden, häkle die ersten 2 Schlingen durch und die zweiten 2 Schlingen durch. Jetzt mache ich wieder 2 Umschläge, steche in den Fadenring ein, hole den Faden, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 3 Schlingen auf dem Haken, alle 3 Schlingen durch. So, jetzt häkle ich 5 Luftmaschen. So, und jetzt häkle ich die Büschelmasche aus 3 Zweifachstäbchen. Also 2 Umschläge in den Fadenring einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Nochmal 2 Umschläge einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Und das Ganze wiederhole ich, 2 Umschläge, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Jetzt habe ich 4 Schlingen auf dem Haken, alle 4 Schlingen durch. 5 Luftmaschen. So, und das Ganze wiederholen wir. Wir häkeln jetzt noch eine Büschelmasche, also 2 Umschläge, einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Nochmal 2 Umschläge, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Nochmal 2 Umschläge, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Jetzt habe ich 4 Schlingen auf dem Haken, alle 4 Schlingen durch. So, jetzt häkle ich 6, und das sind 7 Luftmaschen. So, und jetzt wiederholen wir mit den Büschelmaschen. Wir häkeln jetzt wieder 3 Büschelmaschen. Also 2 Umschläge, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch, nochmal 2 Umschläge, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch und nochmal 2 Umschläge, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. Vier Schlingen auf dem Haken, alle 4 Schlingen durch. So, 5 Luftmaschen. Das ist die erste Büschelmasche. Jetzt häkeln wir die nächste. Also wieder 2 Umschläge, 2 Umschläge und nochmal 2 Umschläge. 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch. Und nochmal 5 Luftmaschen und die letzte Büschelmasche nochmal in den Fadenring. Und so schaut das Ganze aus. Hier in die Mitte kann man dann zusammenziehen. So, jetzt beginne ich die nächste Reihe mit 7 Luftmaschen. Wende das Ganze. So, jetzt häkle ich hier in den ersten Bogen wiederum die Büschelmasche.
Also 2 Umschläge, hier einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. So, 2 Umschläge, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. 2 Umschläge, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch. 4 Schlingen, alle 4 Schlingen durch. So, das ist die erste Büschelmasche. So, jetzt häkle ich 7 Luftmaschen. So, in den nächsten Bogen hier häkeln wir die erste Büschelmasche genauso wie hier. Also 2 Umschläge. Also die erste Büschelmasche häkeln. So, jetzt 5 Luftmaschen. Und hier denselben Bogen einstechen und die zweite Büschelmasche häkeln. Also wir haben jetzt 2 Büschelmaschen und dazwischen sind es 5 Luftmaschen gehäkelt. Jetzt häkle ich 7 Luftmaschen. So, jetzt sind wir hier in der Mitte an der Spitze und da häkeln wir das gleiche Element, eine Büschelmasche, 5 Luftmaschen und einmal eine Büschelmasche. Also aus 3 Stäbchen, hier 3 Stäbchen und dazwischen 3 Luftmaschen. So schaut es aus. Also an der Spitze haben wir eine Büschelmasche, 5 Luftmaschen und die zweite Büschelmasche gehäkelt. Und jetzt wiederholen wir das gleiche Element, häkeln wir auch bei dem Bogen. Und da häkle ich genau erstmal 7 Luftmaschen und dann dieses Element. Also, wir haben hier nochmal die Spitze, 7 Luftmaschen, eine Büschelmasche, 5 Luftmaschen, eine Büschelmasche. In den nächsten Bogen habe ich jetzt gehäkelt. Jetzt häkle ich 7 Luftmaschen. So, jetzt sind wir am Ende der Reihe hier. Hier und da häkle ich eine Büschelmasche, also aus 3 Stäbchen, aus 3 Doppelstäbchen. So, 2 Luftmaschen und jetzt häkle ich ein Stäbchen mit 3 Umschlägen nochmal in den gleichen Bogen. Also 3 Umschläge, nochmal hier. Und ich steche vielleicht hier, steche ich mittig ein, damit es schön verschlossen bleibt. Hier also mittig bei den 3 Stäbchen, bei der Büschelmasche und häkle hier das Stäbchen. Immer die ersten 2, die nächsten 2 Schlingen, die nächsten 2 Schlingen und die letzten 2 Schlingen durchwickeln. Und so schaut es aus. Also wir haben 3 von diesen Elementen gehäkelt und am Rand bloß jeweils nur eine Büschelmasche. So, jetzt häkeln wir die dritte Runde. Ich beginne mit 8 Luftmaschen. Wende das Ganze. Jetzt häkle ich hier. Wir haben hier die erste Büschelmasche und davor häkle ich auch eine Büschelmasche. Also 2 Umschläge, einstechen, Faden holen, die ersten 2 durch, die zweiten 2 durch und so weiter. Das zweite Stäbchen und das dritte Stäbchen. Alle 4 Schlingen durch. So, jetzt häkle ich schon einmal ganz kurz. Jetzt häkle ich 5 Luftmaschen.
So, hier den Bogen überspringe ich, hier in den nächsten Bogen zwischen den beiden Büschelmaschen häkle ich wieder das gleiche Element. Also ich häkle die erste Büschelmasche, genau wie bis jetzt. Dann 5 Luftmaschen. Und hier in denselben Bogen auch wiederum die zweite Büschelmasche. Also, wir haben hier praktisch hier zwischen den Büschelmaschen wieder das gleiche Element gehäkelt. Und das zeige ich euch demnächst nicht mehr, aber das wird immer auf die gleiche Weise gehäkelt. 2 Büschelmaschen und 5 Luftmaschen dazwischen. So, jetzt häkle ich 7 Luftmaschen. So, jetzt sind wir hier an der Spitze. So, jetzt häkle ich genau das gleiche Element aus 2 Büschelmaschen und 5 Luftmaschen dazwischen hier in diesem Bogen. So, also ich habe ein Element gehäkelt aus 2 Büschelmaschen. Jetzt häkle ich 7 Luftmaschen. Und hier in denselben Bogen an der Spitze häkle ich das zweite Element aus 2 Büschelmaschen und 5 Luftmaschen dazwischen. So schaut es aus. Also wir häkeln eigentlich immer das gleiche. Dieses Element 7 Luftmaschen, das Element 7 Luftmaschen, das Element 7 Luftmaschen. Dieses Element hier zwischen 7 Luftmaschen und so weiter. Also wir häkeln praktisch da, wo diese Büschelmaschen sind, dazwischen auch wiederum Büschelmaschen. Das geht dann so weiter in Reihen. Hier sieht man Büschelmaschen, Büschelmaschen, kommen die nächsten und so weiter. So, jetzt häkle ich 7 Luftmaschen. Und das nächste Element häkle ich hier. Also das überspringe ich und hier zwischen häkle ich beide Büschelmaschen und 5 Luftmaschen dazwischen. So schaut es aus. Also 2 Büschelmaschen, 5 Luftmaschen dazwischen. Jetzt bin ich hier 7 Luftmaschen und hier in den letzten Bogen häkle ich eine Büschelmasche hier. So, jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und ein Dreifachstäbchen. Also 3 Umschläge. Hier nochmal in denselben Bogen einstechen, Faden holen und jeweils immer 2 Schlingen verarbeiten. 2 und die letzten 2 Schlingen zusammenhäkeln. So schaut es aus. Also wir haben 1, 2, 3, 4 solche Elemente gehäkelt und es ist so, wir müssen am Anfang immer den Anfang unterschiedlich stricken und häkeln, meine ich. Und hier diese Spitze, mal häkeln wir 2 Büschelmaschen, mal häkeln wir an der Spitze 4 Büschelmaschen. Das ist der Unterschied. Ansonsten häkeln wir hier übereinander immer diese gleichen Elemente aus 2 Büschelmaschen. Hier werden auch dann wiederum 2 Büschelmaschen gehäkelt und so weiter. Und wir wiederholen dann immer stets 2 Reihen. Also diese Reihe und die nächste Reihe. So, die nächste Reihe beginne ich mit 8 Luftmaschen. Wende das Ganze. Wir haben davor eine Büschelmasche gehäkelt und jetzt häkeln wir hier am Anfang 2 Büschelmaschen. Also das gleiche Element aus 2 Büschelmaschen und 5 Luftmaschen dazwischen. Also hier einstechen in den ersten Bogen und das gleiche Element häkeln. So, schaut so aus. Und jetzt wiederholen wir das Ganze. Jetzt häkle ich 7 Luftmaschen.
So, den Bogen überspringe ich. Hier zwischen den beiden Büschelmaschen häkle ich genau das gleiche. Dann häkle ich 7 Luftmaschen. Hier in den Bogen häkle ich genau das gleiche. 2 Büschelmaschen. So, dann häkle ich 7 Luftmaschen hier in den mittleren Bogen, genau das gleiche Element wie hier. 7 Luftmaschen, dann wieder hier zwischen den beiden, hier auf der Seite, auch 2 Büschelmaschen, 5 Luftmaschen dazwischen, 7 Luftmaschen häkeln, die Luftmaschen überspringen, immer zwischen diesen Büschelmaschen, da wo wir 5 Luftmaschen haben, häkeln wir das gleiche Element mit 2 Büschelmaschen, dann 7 Luftmaschen. Wir häkeln jetzt eigentlich immer das gleiche Element aus 2 Büschelmaschen, 5 Luftmaschen dazwischen. Also hier haben wir dann einmal hier, 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 hier und da. Dann sehen wir uns hier am Ende der Reihe. Und so schaut es jetzt nochmal aus. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt häkeln wir das 7. Element. Hier am Rand. Also häkeln wir wieder das gleiche Element aus 2 Büschelmaschen und 5 Luftmaschen dazwischen. Das könnt ihr selbstständig häkeln. So schaut es aus. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und ein Dreifachstäbchen nochmal in dieselbe Stelle. Also 3 Umschläge, hier nochmal einstechen, Faden holen und jeweils immer 2 Schlingen zusammen häkeln. So schaut das Ganze nochmal aus. Wie gesagt, diese 2 Reihen, die werden stets wiederholt. Das heißt, wir haben jetzt hier mit 2 Büschelmaschen angefangen. Jetzt fangen wir wieder mit einer Büschelmasche an. Und zwar, ich beginne wieder mit 8 Luftmaschen. Binde das Ganze und häkle hier in den ersten Bogen eine Büschelmasche. So, jetzt häkle ich 5 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir wieder dieselben Elemente. Und zwar, wir haben hier, man sieht ja hier, es entstehen solche Reihen von diesen Büschelmaschen. Also hier, wo die 5 Luftmaschen sind, häkeln wir dieses Element hier, hier. Ich muss erstmal schauen. Da sind wir hier in der Mitte. Das ist hier mittig. Dann häkeln wir 4 solche Elemente. Das heißt, hier dasselbe Element, in der Mitte häkeln wir 7 Luftmaschen und hier auch das gleiche Element. Das zeige ich euch gleich nochmal. Also wir häkeln hier das gleiche Element, hier und hier. Und dann sind wir hier an der Spitze. Also ich habe jetzt soweit gehäkelt. Hier, hier. Und jetzt bin ich hier an der Spitze. Ein Element habe ich jetzt gehäkelt und ich schon richtig. Also in die Spitze habe ich so ein Element gehäkelt mit 2 Büschelmaschen, 5 Luftmaschen dazwischen. Jetzt häkle ich so wie wir bis jetzt auch gehäkelt haben, in der Mitte 7 Luftmaschen. Nun bloß nochmal in die Spitze häkle ich das gleiche Element aus 2 Büschelmaschen und 5 Luftmaschen dazwischen. So schaut die Mitte jetzt aus.
also genauso wie vorhin, also hier die Reihe davor. Also wir wiederholen praktisch in der Reihe immer dieselben Elemente, 7 Luftmaschen dazwischen. Das Element 7 Luftmaschen, das Element 7 Luftmaschen, in die Spitze das Element 7 Luftmaschen, das Element, dann wieder 7 Luftmaschen, das Element 7 Luftmaschen, das Element 7 Luftmaschen, hier das letzte Element. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Hier habe ich das letzte Element gehäkelt, 5 Luftmaschen. Jetzt häkle ich hier in den letzten Bogen eine Büschelmasche. 2 Luftmaschen und hier in den letzten Bogen ein Dreifachstäbchen. Also 3 Umschläge, nochmal in den gleichen Bogen einstechen, Faden holen und jeweils immer 2 Schlingen zusammenhäkeln. So schaut das Ganze aus. Wie gesagt, die letzten 2 Reihen werden dann stets wiederholt. Und wir sehen, wie hier diese schönen Reihen entstehen aus diesen Büschelmaschen. So, also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch eure Kommentare oder eure Wünsche, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.